Jedes Jahr, wenn Suad Reis El Kertoubi und ihr Mann in ihre Heimatstadt Tanga zurückkehren, zieht es sie hierher. Wenn schönes Wetter ist, dann kann man von hier Spanien gehen. Auf der anderen Seite Europa. Sehnsuchtsort für viele. Auch sie wanderten aus, vor 50 Jahren, nach Deutschland. Das war schwer. Immer Heimweh. Ich habe versucht, ich habe gekämpft, aber die Heimweh geht nicht weg. Eine Frau und ihre Sehnsucht nach der Heimat. Weit weg von den Gewürzen und Düften Marokkos. Ich habe so einen Schock gehabt. Ich war 18 Jahre und in ein fremdes Land. Ich will kochen, aber kein Gemüse, das ich kann. Es wird ihre Mission. Ich muss diese Tagine bekannt machen hier in Deutschland. Das ist mein Gewürz von meiner Oma und so. Das gibt nicht überall. Die Mama hat es bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Aber tatsächlich hätten wir, glaube ich, ein größeres Problem, wenn unser Gewürz Micha verstirbt. Egal wo man ist immer der andere. Also so in Deutschland sind wir die Marokkaner, in Marokko sind wir die Deutschen. Irgendwann, ich gehe raus und bleibt eines. Natürlich wiegt die Krone schwer, sage ich mal, weil man da ja auch so ein Vermächtnis übernimmt. Das ist Therapie. Ich mache das nicht wegen reich werden oder so. Das ist, ich finde mich hier wie, ich habe mich hier in diesem Laden gefunden. Der Laden von Suad Reis El Kertoubi, die älteste Taginerie Deutschlands. Immer noch ein Familienbetrieb. Am Anfang war für mich sehr, sehr schwer, weil das ist ganz großer Unterschied zwischen Marokko und Deutschland. Das war Deutschland damals nicht wie jetzt. Spazieren, nach dem Stress ein bisschen spazieren, ausruhen, ausschalten. Ich bin 1974 nach Deutschland gekommen mit meinem Mann, weil mein Mann war 3 Jahre von mir hier. Ihr Mann Ahmed kommt als Gastarbeiter nach Deutschland und beginnt bei einer Fertighausfirma zu arbeiten. Habe ich mir gedacht, arbeite ich in Deutschland, spare ich mal ein bisschen Geld, komme ich dann wieder zurück nach Marokko und mache mich selbstständig. Dann wollten wir maximal 3 Jahre in Deutschland zusammen hier bleiben. Und dann kehren wir dann zurück. Ich habe so einen Schock gehabt. Ich war 18 Jahre und in ein fremdes Land. Ich will kochen, aber kein Gemüse, das ich kann. Fehlt viel Gemüse, es gibt nur Kartoffeln, Karotten. Und dann habe ich vermisst unser Gemüse, weil in Marokko viel Gemüse. Und dann wir sind nach Frankfurt gefahren mit Zug. Haben wir damals kein Auto. Und da habe ich gefunden Aubergine, Zucchini. Und ich war so glücklich. Aubergine ist da und Zucchini. Und da habe ich manchmal gesagt, guck mal, es gibt auch Zucchini. Ich bin Schneiderin. Ja, ich habe Hochzeitkleider
genäht. Und als ich schwanger mit Anas, dann habe ich alles aufgehört mit Schneidern. Weil 4 Kinder und 5. Kind. Aber ich will was machen. Ich will nicht nur zu Hause bleiben. Sie fängt in einer Apotheke an. Aber einem normalen Job nachzugehen mit 5 Kindern, schwierig. Also macht sie sich selbstständig mit Porte d'Afrique Tanger. Am Anfang war ich richtig Restaurant. Das war nur kleine Laden, Essen zu verkaufen und Lebensmittel und so. Dann hat mich geholfen für die Heimweh. Der Duft von Heimat. Sie hat ihn nach Darmstadt gebracht. Die Tagine, der traditionelle Lehmkochtopf aus Marokko, war bis dahin unbekannt in Deutschland. Das ist Tagine Barkok, ein besonderes Tagine bei uns in Marokko. Das ist, wenn man Hochzeit hat oder Festtag, dann wird immer die Tagine mit Barkok. Und wenn Feier gibt, egal welches Essen, Buffet, egal was da, muss das Tagine mit Barkok da sein. Barkok heißt Pflaume. Lammfleisch mit Pflaumen. Süß und salzig zugleich. Wir mussten nichts anpassen, um den deutschen Gaumen irgendwie besser zu treffen. Absolut nicht. Meine Mutter hat Sachen angepasst, viele Sachen angepasst, aber weil sie es so wollte, weil das ihre Interpretation und Definition von ihrem Tagine und von ihrem Kochen ist. Also auch zum Beispiel das Royal-Topping, was wir haben mit den gebackenen Pflaume, Ananas, Aprikose, Zwiebeln und Rosinen, das gibt's in der Form eigentlich gar nicht in Marokko. Gibt es immer wieder verschieden, die Pflaume mit dem Lamm, Zwiebeln und Rosinen mit dem Hähnchen, aber in dieser Form mit dem Orangenblütenwasser, mit dem Zimt, Nelke haben wir mit drin. Das ist eigentlich nicht klassisch marokkanisch. Seit 2022 führt Enes El Khatoubi die Taginerie. Dankeschön. Und Tagine mit Zimt. Dankeschön. Einen guten Appetit. Vorsichtig. Ja, das schmeckt. Danke, sehr gerne. Der Tanjawi-Salat. Danke. Wir waren alle sehr früh immer eingebunden, haben unseren Part mit beigetragen. Wenn beide Elternteile natürlich viel hier arbeiten, muss man dann halt auch natürlich schauen, dass ich bin ja der Jüngste mit 15 Jahren Unterschied zur ältesten Schwester. Das heißt, zum Teil waren die ja dann schon in ihrem eigenen Leben und erwachsen und raus. Und für mich war es dann halt natürlich, dass ich dann auch irgendwann mal hier angefangen habe zu arbeiten. Aber ich dann aber auch schon sehr früh dann schon wieder rausgegangen bin. Guten Appetit, lasst euch schmecken. Die sind echt lecker. Guten Appetit. Alles okay? Ja. Wie immer. Sehr schön. Dankeschön. Hier entsteht die Bestella, Blätterteigkuchen mit Hähnchen. Als die Firma, in der Ahmed El Khatoubi arbeitete, pleite ging, ist er voll eingestiegen in der Taginerie. Mein Mann hat auch mir geholfen, hat auch gekocht. Als die Kinder waren noch kleiner, ich war krank. Ich war so ein paar Monate krank. Mein Mann hat weitergemacht, hat gekocht und verkauft und der hat auch gut gemacht. Wir sind beide Chef. Wenn er was sagt, ich Chef. Wenn ich was sagt, auch Chef. Und jetzt dritter Chef ist Enes, Mitarbeiter und hier auch das. Jetzt, weil wir sind jetzt bald in Rente, dann haben wir Enes die Verantwortung wieder nehmen. Dabei hatte Enes El Khatoubi ursprünglich andere Pläne. Er ging nach Hamburg und blieb dort 8 Jahre, bis zur Pandemie. Es war erstmal schwierig, so ein bisschen mit dieser Gefühlslage klarzukommen. Und ob es dann nicht ein Rückschritt wäre, wieder zurückzukommen. Früher war es eher so, dass ich gedacht habe, nee, ich würde gerne lieber mal was Eigenes machen. War dann auch viel in der Gastro unterwegs, auch in Hamburg jahrelang in der Gastro gearbeitet.
Und hatte dann eigentlich auch schon mit der Gastronomie komplett abgeschlossen, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich nichts, worauf ich Lust habe. Zumindest nicht in 10 oder 15 Jahren noch Lust drauf haben sollte. Und ja, und dann wurde ich eines Besseren belehrt, weil wir ja auch eine andere Art von Gastronomie führen, die ja, sehr eigen ist, weil wir zum Beispiel keinen Alkohol verkaufen, weil meine Eltern sehr gläubige Menschen sind und für meine Eltern es sehr wichtig ist, im Einklang mit ihrem Glauben zu leben und auch zu arbeiten. Als gläubige Muslime feiern die El-Kartoubis auch jedes Jahr den Fastenmonat Ramadan. Ramadan ist ein heiliger Monat und das ist wie Weihnachten. Du sitzt da und ich sitze hier. Weil ich zum ersten Mal bei Ramadan. Ja, deswegen habe ich gesagt, Heidi, lange Zeit und hat noch nie Ramadan mit uns gesehen. So, ich bringe jetzt Bustela. Heidi ist ganz aufgeregt. Die große Ebene, das ist ja eine Ehre. Du gehörst zur Familie, aber eben, genau. Das ist unglaublich. Ich habe für mich jetzt ja auch. Wir haben zusammen gegessen, oft, aber Ramadan erst einmal. Okay. Ja, dann auch mit der ganzen Familie zusammen, also zumindest der halben Familie. Aber Ja, da gehört Familie auch. bei Hochzeit, Taufe und Da war ich da auch dabei. Jubiläum. Hast du vielleicht bei Hochzeit von Wissam? Das hast du bestimmt schon gegessen. Hast du aber schon gegessen? Ja, ja. Auch da. Schön. Vielen Dank. Habt ihr da ein bestimmtes Ritual? Wird einfach angefangen? Daten und Wasser. Du gehörst zur Familie, sagen Sie hier immer. Ja, es ist wirklich für mich ein wichtiger Ort geworden. Und es ist toll, auch sich über unterschiedliche Kulturen und Religionen auszutauschen. Das machen wir auch. Aus welchem Vertrauen leben wir, aus welchem Respekt heraus leben wir. Und das ist interessant. »30 Tage lang Verzicht. Tagsüber nichts essen und trinken. Dazu noch arbeiten. Wie schafft man Fasten, wenn man täglich umgeben ist von Köstlichkeiten? Es wird keiner gezwungen zu fasten. Jeder macht es für sich und jeder macht es für sich mit Gott aus. Und wenn man es aus Überzeugung macht und wenn man es selbst macht, dann ist es auch egal, ob dann jetzt irgendwie da Essen am Dampfen ist. Man muss sich anpassen. Also deswegen ist es hier in Deutschland auch ein bisschen schwieriger wie in muslimischen Ländern, wo dann die ganze Gemeinschaft fastet, weil alle passen sich an. Das heißt, das Leben ist anders. Als ich neu in Deutschland war, fehlte mir dieses Zugehörigkeitsgefühl. Egal wo man ist immer der andere. Die Deutschen sind sehr streng und irgendwie nicht so offen. Ich liebe dieses Land, aber ich fühle mich immer noch wie ein Gast. Egal wo ich bin, mein Restaurant begleitet mich immer. Was immer man auch tut, man muss es mit dem Herzen tun und sein Bestes geben. Bei uns ist das Wichtigste so die Gewürzmischung von der Mama. Kochen bedeutet nicht nur Messer, Küche, Pfanne für uns, sogar einfach die Tradition. Das ist die Seele des Ladens. Ich bin sehr stolz. Habe ich ein Stück von meiner Heimat hier nach Deutschland gebracht. Ich bin Deutsche jetzt in Deutschland.